Moin Moin aus dem Wunderland. Wie ihr euch das gewünscht habt, kommen wir jetzt mal mit Teil 2 unserer 10 besten, phänomenalsten, verrücktesten oder auch wie... Oh, sorry einmal. Da muss ich reingehen. Ciao. Ja, dann mache ich das jetzt halt. So, wir befinden uns hier gerade auf der Brücke und die hat halt als markantes Merkmal, dass wir hier eine sehr lange gerade Strecke haben, die vor allen Dingen auch durch das Gefälle natürlich ein bisschen mit der Geschwindigkeit der Züge hilft. Und das bietet sich natürlich hier an, Schnellzüge fahren zu lassen. Und den Start machen wir heute mit dem chinesischen CR400 AF, einem Zug, der konzipiert wurde, um im Regelbetrieb 400 km/h zu erreichen. Das wird nicht ganz genutzt, wir bleiben bei 350 km/h. Magst du die 2810 bitte einmal losschicken? Der nächste Zug ist dann das Beispiel dafür, was passiert, wenn man den Kollegen und auch mir selbst freien Lauf lässt. Dann hat man nämlich auf einmal den Sareinsatzwagen, ein leuchtendes Batman-Symbol, Bitcoins, Goldbarren, Lightning McQueen und Hook aus Cars auf einem und denselben Zug. Und der rödelt hier den ganzen lieben Tag die Brücke rauf und runter. Wir befinden uns hier, wie man unschwer erkennen kann, in Hamburg am Dammtorbahnhof. Und hier fährt eine besondere Geschmacksverirrung der Deutschen Bahn, zumindest im farblichen Aspekt, nämlich der DB Touristikzug, der jetzt jeden Moment von links eingefahren kommt. Es gab von dem DB Touristikzug quasi 3 Lokomotiven, die 2 Dieselloks, Baureihe 218, die da unten jetzt stehen, wie auch eine Baureihe 103, die fährt theoretisch in Knuffingen, wenn sie nicht gerade kaputt ist. Und das ist nun mal der Fall bei uns, weil wir fahren 70 Stunden die Woche. Da ist Verschleiß, der lässt sich nicht ganz ändern. Das ist ein Projekt aus den 90ern gewesen, halt eben den Touristikverkehr mit der Bahn wieder attraktiver zu machen. Hat nicht so ganz funktioniert, weil den Zug gibt es als solchen nicht mehr, auch wenn jetzt gerade noch ein paar Doppelstockwagen, ich glaube auch mit passender Lok dazu, wieder mal so lackiert wurden von der DB Gebrauchszug, die man sich dann theoretisch kaufen könnte, wenn man das nötige Kleingeld und vor allem den Platz dafür hat. Wir sind immer noch in Hamburg am Dammtorbahnhof und hier hat sich ein Schienenschleifzug versammelt. Und nicht wie unsere üblichen Reinigungszüge, ein normaler Putzzug, sondern der High-Speed-Grinding-Zug. HSG 2 heißt er. Der es ermöglicht, mit bis zu 80 km/h atemberaubende Geschwindigkeiten die Schienen zu schleifen, sodass sie wortwörtlich glühen. Und das haben wir hier in diesem Modell auch tatsächlich ziemlich gut nachgestellt. Das sieht man natürlich besonders gut in der Dunkelheit, denn er ist so schnell, dass sich hier die Funken sammeln. So, wir haben jetzt einmal den Platz gewechselt und sind jetzt hier in der USA. Hier gibt's vieles. Da hinten ist ein Osterhase zum Beispiel. Aber um den geht es heute nicht, denn wir haben hier einen etwas besondereren Zug einer Band, die nicht mal mit Amerika irgendwie große Bezugspunkte hat, weil sie aus Australien kommen. Aber wir haben hier einen AC/DC-Zug und der kommt jetzt gleich von links ins Bild gefahren. Das ist eigentlich eine britische Lok, die halt eben frei umdesignt wurde, sodass sie aussieht, als wäre es eine fiktionale AC/DC-Lok und halt eben dieses rustikale, leicht abgerockte Design, was sich dann auch tatsächlich in dem Bühnenbild von AC/DCs Bühnenshows widerspiegelt.
Dann haben wir hier jetzt noch verschiedenste Anekdoten an halt eben die Songs und berühmten Posen und Szenerien von AC/DCs auf dem Zug vermerkt, wie zum Beispiel die 2 Kanonen, die Hells Bells oder Angus Young, der da gerade mit seiner Gitarre steht und die eine Hand in die Luft reißt. Wir haben jetzt mal eine kleine Zeitreise gemacht und auch wieder einen kleinen Drehortwechsel. Wir sind jetzt in den 1950er Jahren, um genau zu sein 1955. Und hier haben wir den Aerotrain. Ein Versuch von General Motors, einen Zug zu bauen. Bei dem Versuch ist es auch, um ehrlich zu sein, geblieben. Er sieht beeindruckend aus, weil es halt diesen Jet-Age-Stil der 1950er, 60er Jahre aufnimmt und dadurch sehr geschwungene Formen hat. Im Endeffekt sind die einzelnen Wagen hier allerdings nur verbreitete Schalen von Bussen. Hat man dann 2 Achsen runtergespackst und das Ganze zusammengehangen und Aerotrain genannt und auf eine Bahn geschickt. Nur fand man als Passagier den Zug wohl gar nicht mal so prickelnd, weil er ziemlich unkomfortabel war. Deshalb hat man ihn nach nicht allzu langer Zeit wieder außer Betrieb genommen. Aktuell gibt es tatsächlich noch 2, die erhalten sind, stehen drüben in den Staaten. Es gab auch noch mal 2 Miniaturvarianten von diesem Zug namens Viewliner und Zooliner. Nicht zu verwechseln mit Zoolander, das ist wieder was anderes. Die sind halt in Vergnügungspark gefahren, wie man halt sich so eine Parkeisenbahn vorstellt, bisschen verkleinert. Aber vom Grundprinzip und vom designtechnischen Aufbau her immer noch absolut identisch. So, wie es sich für einen guten Zugexperten gehört, habe ich als kleines Kind natürlich auch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer als Augsburger Puppenkiste gesehen, als Zeichentrickserie gesehen und als Buch gelesen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um Zugexperte zu werden. Und weil sich in den Kommentaren halt immer mal wieder gewünscht wurde, wir haben sie, aber als Standmodell. Noch nicht fahrend. Bei 20.000 Likes könnten wir uns das mal überlegen, ob wir das nicht sogar vielleicht fahrend umsetzen wollen. Wäre nur noch die Frage, wo, aber das lässt sich ja noch irgendwie klären. Aber wie gesagt, es wurde sich viel gewünscht. Und hier stehen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zusammen mit Emma rum. Ich habe mich mal eines Tages hingestellt und mir überlegt, was man denn so Neues auf die Anlage bringen könnte. Dabei ist mir eingefallen, dass zu dem Zeitpunkt ein Freund von mir in Clausthal-Zellerfeld studierte und dass es da mal eine Eisenbahnlinie gab, die allerdings auch in den 80er Jahren abgebaut wurde. Und seitdem nur noch einzelne Relikte davon übrig bleiben. Dabei habe ich dann gesehen, dass es da verschiedenste Lokomotiven gab, unter anderem halt auch Dampflokomotiven Baureihe 50 mit Kabinentender, die dann dort über die Berge rüber gejuckelt sind. Jetzt kann man in Clausthal-Zellerfeld nicht so viel machen. Da kann man Bergbau studieren, da kann man allgemein studieren. Und man kann Sau lernen, natürlich. Und da wir in unseren Zügen sehr, sehr viele kleine Szenerien nachbauen und einbauen, kann man eine davon hier finden, bei der nicht ausgeschlossen ist, dass das genau so vorgekommen ist. Ein erneuter Drehortwechsel, wir sind in der bergigen Schweiz. Und was braucht man für Berge, um da Züge drüber zu kriegen? Richtig, Kraft. Was gibt Kraft? Eine Lok. Was ist besser als eine Lok? 2 Loks. Was ist besser als 2 Loks? 3 Loks. Und was ist besser als 3 Loks? 4 Loks. Deshalb haben sich die Schweizer gedacht, wir bauen doch mal eben kurz eine Mehrfachtraktion, bestehend aus 4 Lokomotiven mit insgesamt 20 angetriebenen Achsen. Und da dieser Zug insgesamt auch nur 20 Achsen hat, beziehungsweise die Loks, heißen sie zusammen RE 2020, weil 20 von 20 Achsen halt angetrieben sind. So, und damit werden spannende und vor allen Dingen auch lange Zugleistungen über den Gotthardpass und über andere bergige Passstrecken erbracht. Wir haben uns hier jetzt heute mal wieder in der Provence eingefunden, weil hier gibt es natürlich auch Züge.
Allerdings sind sie so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil man hat hier doch sehr, sehr viel Grün, sehr, sehr viel Berge und sehr, sehr viel Lavendel. Und wir haben hier seit neuestem einen TGV fahren. Zwar nicht irgendwie den blau-silbernen, wie man ihn ja schon öfter mal bei uns gesehen hat, sondern den originalen, den Orange. Und hier in der Weltrekordkonfiguration von 1980 oder 81, ich gucke das nochmal nach, wo er den damaligen Geschwindigkeitsrekord von 380 km/h erreicht hat, den er wiederum der ICE-V, den ich ja schon des öfter mal betitelt habe in Videos, wo ich zu sehen war, ein bisschen glatt gebügelt hat. Die Strecke hier ist jetzt nicht dafür gemacht, dass er hier mit 380 km/h entlang düst. Es ist halt eine sehr gewundene, sehr kurvige, aber trotzdem sehr anspruchsvolle und schöne Strecke. Deshalb fährt er hier mit Maximum 120 km/h. Aber seht selbst, es ist eigentlich doch ein sehr, sehr schöner Zug. Und da kommt er auch schon. Wir hören jetzt da auf, wo Olaf in der letzten Folge angefangen hat, in der Atacama-Wüste, wo es dann auch dann hoffentlich zeitnah mehr Betrieb zu geben wird. Welcher Zug war denn euer Favorit aus den genannten oder etwa noch einer, den wir bisher nicht aufgeführt haben, weil vielleicht gibt es ja noch mal einen Teil 3. Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Bis dahin.